So, Tag 2 bricht an. Hier oben am Pass und Kette angekommen. Hätten wir das mal vorher gewusst. So, Tag 2 bricht an. Tag 1 hat mir so ein bisschen die Schulter hinten vergrößert. Da ist jetzt so eine riesige Stelle, deswegen haben wir den Rucksack komplett neu eingestellt. Und, hallo, Ja, ich bin gerade dabei, die Tour einzustellen. komm mal bitte her, komm mal bitte näher. Und Alex hat einige Sachen optimiert, was bei so einer Wanderung, glaube ich, ziemlich wichtig ist, weil beide Rucksäcke kommen uns etwas leichter vor. Ja, Jürgen hat jetzt auch entdeckt, dass man hier an der Hüfte den Rucksack auch noch festmachen kann, was natürlich super ist, damit nicht die Schultern alles tragen. Dann hätte er auch nicht hier so eine dicke Schulter gehabt, wenn er das gestern schon gemacht hätte. Aber so ist es nun mal. Heute klappt es besser. Und ja, wie siehst du so den Tag heute? Was siehst du auf uns zukommen? Keine Ahnung, heute wird's Horror. Es ist jetzt schon super heiß, es wird 34 Grad heute. Wir müssen super Wir müssen aufpassen. 700 Meter hoch. Einen Pro-Tipp habe ich heute für euch. Hier haben wir super gefrühstückt und das Frühstück ist echt eine gute Grundlage, denke ich mal. Ich hatte auch Hunger heute Morgen, weil wir natürlich hier ohne Ende Zeugs verbrauchen, also Energie genannt. Und jetzt müssen wir noch die Wasserflaschen auffüllen, oder? Ich habe die schon aufgefüllt. Sehr gut. Tschüss. So, der erste Kilometer ist geschafft. Wir haben noch etwa 500 Höhenmeter vor uns und eins fällt auf, noch nicht ein einziger Mensch ist uns begegnet. Somit ist das hier Etappe 2, die ideale Etappe nach Limone, wenn man seine Ruhe sucht. Ach, da ist ja ein Mensch. Ja, hier ist einer. Ist doch noch einer da. Genau. Aber Gott sei Dank nur einer und dann auch noch, und dann auch noch meiner. Ja, also hier ist wirklich total ruhig und hier könnt ihr mental runterkommen. Das ist wie beim Skifahren für mich hier, weil wenn man so einen Weg geht, genau wie auf einer Piste, da muss man sich auf die Strecke konzentrieren und hat gar keine Zeit, über andere Dinge nachzudenken und das macht den Kopf frei. Für mich ist das wie im Business. Da hat ja alles eine Vorder- und eine Rückseite der Medaille. Und die Vorderseite sind jetzt insgesamt 600 Höhenmeter, die wir zu gehen haben. Und die Rückseite ist absolut mentale Ruhe zum Krafttanken. Warte, was Jürgen nicht weiß, es sind nicht 600 Höhenmeter, sondern 700, die wir hier zurücklegen heute. Das ist mir egal. Eins fällt gleich am Anfang auf. Die fast gesamte Etappe findet im Schatten statt und das ist bei 34 Grad natürlich Gold wert. Wunderschöne Wälder laden zum Waldbaden ein und wir lernen das erste Mal die alte Römerstraße kennen, die uns noch die gesamte Tour oben wie auch unten begleiten wird. Das hat Mr. Tingle in seinem Raketenrucksack aber überhaupt nicht interessiert. Die langen Pausen für ihn haben ihm dann schon besser gefallen. Weiter geht's.
das ist jetzt, wie es immer ist, mit Abstand das schlimmste Stück. Wir sind noch 50 Meter vom Pass entfernt und ich bin echt am Ende meiner Kräfte. Mache immer wieder Pausen zwischendurch und suche den Schatten, der Gott sei Dank hier dauerhaft auf dieser ganzen 4-Stunden-Wanderung ist. Ihr merkt schon, wie ich das so ein bisschen verfluche. Und Alex ist immer bei mir, das ist echt gut. Also wir geben uns da nichts, machen immer viele Pausen und sind gleich an einem der spektakulärsten Punkte dieser Gigantenwanderung. Sind wir jetzt fast 700 Höhenmeter hochgegangen. Immer hoch, 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 hoch. Also es ging wirklich kein einziges Mal bergunter. Und jetzt sind wir mit dieser tollen Aussicht hier belohnt worden. Wir können hier schön auf den Gardasee gucken und müssen jetzt irgendwie wieder runterkommen. 1300 Meter, bis wir dann wieder am Ufer sind. Ich bin gespannt, was da jetzt auf uns zukommt. Abmarsch! So, seit mehreren Stunden gehen wir diesen Weg hier runter. Der ist immer gleich. Steine, Steine, Steine. Das ist extremst anstrengend. So anstrengend, dass ich eben in der Pause schon eingeschlafen bin. Ja, so ist das hier. Kann man auch nichts machen. Wer gleich sich schön erholen will, muss erstmal Gas geben. Und die Alex ist immer ein paar Schritte voran und kundschaftet den Weg aus. Und ist auch schon ganz glücklich und hat versprochen, dass sie bei der ersten Bar einkehren möchte, was immer das jetzt auch heißt. Das muss ja noch lange nicht heißen, dass man dann da was trinkt. Guck mal, Tingel, da ist die Kamera. Pause für den kleinen Tingel. Der am wenigsten gelaufen ist, der ist am allerschlappsten. Ja, aber auch wenn er aus Marokko kommt. 34 Grad ist einfach zu heiß für ihn. Ja. Wir haben ihn jetzt mal mit Wasser ein bisschen eingerieben und ihn viel trinken lassen, viel essen. Was ist denn los? Er stellt sich immer noch babyhaft an. Ja, aber... Ja, komm. Ja, super. Und der hat Vollpension bei Alex. Ständiger Begleiter, die alte Römerstraße. Es sieht zwar hier nicht so aus, aber es ist sehr glitschig und auch sehr untrittfest. Auf dieser Straße sich zu bewegen, ein reiner Horror. Jetzt haben wir ja endlich frisches Wasser und kriegen den Becher nicht auf mit dem Filter. Kriegst du nicht hin? Weil der Filter muss ja raus, macht ja keinen Sinn sonst. Raus, wenn man den Deckel reinmacht, dann kann man das am Deckel so ziehen. Ja? Und das macht man raus, damit man das Wasser überhaupt filtern kann. Pass auf, es ist rutschig auf dem Stein. Da ist so eine, ja genau. Ist, dass das super kalt ist. Und jetzt kann man das da reindrücken. Dabei kommt ein bisschen was raus.
Das habe ich schon auf den Outdoor-Messen bemängelt, das ist so lächerlich. Das ist einfach nur eine Riesensauerei. So. Jetzt können wir es gleich, wenn es komplett reingegangen ist in diesen Innenteil. Dann können wir es So, trinken. da können wir es trinken. Und jetzt ist es durchgefiltert. Ja, Prost. Ich möchte auch mal probieren. Also mein schnelles Urteil ist kühles Wasser, nicht kaltes, aus einer Plastikflasche. Gute Idee, aber vielleicht nicht die beste Umsetzung. Vielleicht noch so ein letztes Abendfazit. Direkt am Ende des Wanderweges, den wir runtergekommen sind, befindet sich hier dieses tolle Apartment, heißt Milanesa. Da haben wir super gegessen, super übernachten werden wir heute. Und wir werden eine Nacht länger bleiben, weil wir sind sowas von fertig, das könnt ihr euch gar nicht vorstellen. Und warum wir eine Nacht länger bleiben, sieht man auch hier. Traumhaft, oder? Fazit der heutigen Etappe. Es war ein sehr, sehr anstrengender Abschnitt, der uns an unsere Grenzen geführt hat und deswegen bleiben wir einen weiteren Tag in Limone.